der Löwe ist tot. Europa atmet auf, denn der neue Sultan gilt als sanftes Lamm. Er schreibt Gedichte, er schmiedet Schmuck, er wirkt harmlos. Es ist der tödlichste Irrtum der Geschichte. Denn dieses Lamm wird Europa in Flammen setzen. Willkommen bei Chronifekt. Hier erzählen wir Geschichte ruhig, sachlich und im Zusammenhang. Kapitel 24. Der prächtige Süleymanes Aufstieg und Belgrad. Bevor wir sehen, warum die Welt sich so täuschte, blicken wir auf das Reich, das dieser junge Mann erbt. Wir schreiben das Jahr 1520. Das Osmanische Imperium ist zu einem demografischen Giganten herangewachsen. Es erstreckt sich über 3 Kontinente. In Metropolen wie Konstantinopel, Kairo und Aleppo leben Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft: Türken, Griechen, Juden, Serben. Die Bevölkerung wächst rasant, denn die blutigen Bürgerkriege der Vergangenheit sind vorbei und die Wirtschaft boomt dank der neuen Handelsrouten nach Ägypten. Während Europa unter Seuchen leidet, erlebt der Orient eine goldene Zeit der Stabilität. Doch diese Stabilität hängt nun an einer einzigen Person. Am 30. September 1520 betritt Süleyman die Tore von Konstantinopel. Er ist 26 Jahre alt, groß, schlank, mit einem feinen Gesicht und langem Hals. Anders als sein Vater Selim trägt er keine Soldatenkleidung, sondern kostbare Stoffe und Ringe. Süleyman besitzt einen Vorteil, den kein Sultan vor ihm hatte: er ist allein. Dank der brutalen Säuberungen seines Vaters gibt es keine Brüder mehr, die er erdrosseln lassen müsste. Er übernimmt ein volles Schatzhaus, eine disziplinierte Armee und ein befriedetes Reich. Es ist der perfekteste Staat aller Zeiten. In den Palästen von Venedig und Paris liest man die Berichte der Botschafter mit Freude: der grimmige Löwe ist tot. Nun folgt ihm das Lamm. Selbst Papst Leo X. soll gesagt haben: dieser Süleyman ist ein Freund der Künste. Mit ihm werden wir Frieden haben. Man hält ihn für weich. Man unterschätzt ihn gewaltig. Denn Süleyman ist nicht schwach. Er ist nur anders. Wo sein Vater durch Furcht herrschte, will er durch Gesetz herrschen. Seine erste Amtshandlung ist ein Schock für die alte Garde: er lässt korrupte Richter hinrichten und gibt konfisziertes Eigentum zurück. Er will der Kanuni sein, der Gesetzgeber. Doch im Königreich Ungarn, dem alten Rivalen im Norden, deutet man diese Gerechtigkeit als Zögern. König Ludwig II., jung und von arroganten Beratern gesteuert, fühlt sich sicher. Als Süleyman Ende 1520 einen Gesandten nach Buda schickt, eine reine Formsache zur Verlängerung des Friedens, begehen die Ungarn den Fehler ihres Lebens. Sie verwechseln Höflichkeit mit Schwäche. Und dafür werden sie mit Blut bezahlen. Die Ungarn begehen einen Fehler, der in der Diplomatie unverzeihlich ist. Sie missachten die Immunität des Boten. Süleymanes Gesandter, Behram Kavus, wird in Buda nicht empfangen, sondern wie ein Spion behandelt. Manche Quellen sagen, er wurde monatelang in einen Kerker geworfen. Andere berichten, man habe ihm Nasen und Ohren abgeschnitten und ihn verstümmelt zurückgeschickt. Wieder andere sagen, er wurde hingerichtet. Das genaue Schicksal ist unklar, aber die Botschaft ist eindeutig: wir haben keinen Respekt vor dem neuen, weichen Sultan. Wir zahlen keinen Tribut mehr. Der ungarische Adel glaubt, das Osmanische Reich sei nach Selims Tod gelähmt. Sie halten Süleyman für einen harmlosen Goldschmied. Als die Nachricht vom Schicksal seines Gesandten Konstantinopel erreicht, tobt Süleyman nicht. Er wirft keine Tische um, wie sein Vater es getan hätte. Er reagiert eiskalt. Er sagt angeblich nur einen Satz: wenn sie den Frieden nicht wollen, sollen sie den Krieg haben. Im Mai 1521 verlässt die osmanische Armee Konstantinopel. Es ist ein Schauspiel, das Europa erzittern lässt. Süleyman hat alles, was ein Feldherr braucht: die disziplinierten Janitscharen, die schwere Artillerie,
die reich gefüllte Kriegskasse und, was am wichtigsten ist, einen klaren Plan. Sein Ziel ist nicht irgendeine Grenzstadt. Sein Ziel ist der Schlüssel zu Mitteleuropa. Nandorfer war, wie die Ungarn sie nennen. Oder griechisch Weißenburg. Die Welt kennt sie heute als Belgrad. Belgrad ist nicht einfach nur eine Festung. Sie liegt strategisch perfekt am Zusammenfluss von Donau und Save. Wer Belgrad kontrolliert, kontrolliert den Weg nach Norden, in die ungarische Tiefebene und weiter nach Wien. Schon Süleyman's Urgroßvater, Mehmed der Eroberer, hatte versucht, diese Stadt zu nehmen. Er war gescheitert. 1456 musste Mehmed verwundet fliehen. Süleyman weiß, wenn er Belgrad nimmt, übertrifft er seinen berühmten Vorfahren. Es ist eine Prestigesache. Während die osmanische Walze nach Norden rollt, herrscht in Ungarn Chaos. König Ludwig ruft den Adel zu den Waffen, aber kaum jemand kommt. Die Magnaten sind zerstritten, die Bauern sind unterdrückt und haben keine Lust, für ihre Herren zu sterben. Belgrad ist auf sich allein gestellt. Die Garnison besteht aus kaum 700 Soldaten, dazu ein paar tausend Bürger. Gegen eine Armee von 100.000 Osmanen. Ende Juni 1521 schließen sich die Ringe um die Stadt. Süleyman lässt nichts dem Zufall überlassen. Er greift von zwei Seiten an, vom Land her mit schweren Belagerungskanonen, die die Mauern zertrümmern. Und vom Wasser her mit einer Flussflotte, die die Donau blockiert, damit kein Nachschub in die Stadt kommen kann. Süleyman beobachtet die Belagerung von einem Hügel aus, dem Zemun. Er schreibt Tagebuch. Seine Einträge sind kurz und sachlich, Kanone aufgestellt. Beschuss begonnen. Turm eingestürzt. Aber hinter dieser Kälte verbirgt sich ein eiserner Wille. Er lässt die Stadt Tag und Nacht bombardieren. Anders als früher stürmen die Osmanen nicht blind gegen die Mauern an. Sie graben sich unter die Befestigungen. Osmanische Mineure, Experten im Tunnelbau, sprengen die Türme von unten weg. Die Verteidiger von Belgrad kämpfen heldenhaft. Wochenlang wehren sie Angriff um Angriff ab. Aber sie haben keine Nahrung mehr, keine Munition und keine Hoffnung auf Entsatz. Der ungarische König schickt keine Hilfe. Das christliche Europa schaut weg. Am 28. August 1521 ist das Ende erreicht. Die Mauern sind nur noch Schuttberge. Die Verteidiger kapitulieren. Am 29. August 1521 öffnen sich die Tore von Belgrad. Das Datum ist kein Zufall. Süleyman hat diesen Tag gewählt, und er wird in Zukunft fast alle seine großen Schlachten und Siege auf den 29. August legen. Es wird sein persönlicher Glückstag. Die wenigen überlebenden Verteidiger, ausgehungert und erschöpft, treten heraus. Süleyman hält sein Wort teilweise. Er lässt die Soldaten abziehen, aber die ungarische Zivilbevölkerung wird nicht verschont. Sie werden nicht getötet, aber sie werden deportiert. Tausende werden nach Konstantinopel verschleppt. Süleyman siedelt sie in einem waldreichen Gebiet nördlich der Hauptstadt an, damit sie dort die Wasserversorgung der Metropole pflegen. Dieser Ort heißt bis heute Belgradwald, Belgrad-Orman und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Einwohner. Ein lebendiges Stück Geschichte aus dem Jahr 1521. Einen Tag später, am 30. August, reitet Süleyman in die Stadt ein. Er begibt sich direkt zur großen Kathedrale in der Unterstadt. Dort, wo gestern noch christliche Messen gelesen wurden, ruft nun der Muezzin zum Freitagsgebet. Süleyman kniet nieder und betet. Es ist der ultimative Triumph. Was sein Urgroßvater Mehmed, der Eroberer von Konstantinopel, nicht geschafft hatte, hat er, der junge Goldschmied, im ersten Anlauf vollbracht. Der Fall von Belgrad ist für Europa eine strategische Katastrophe. Solange Belgrad stand, war die ungarische Tiefebene versperrt. Die Stadt war wie ein Riegel vor der Tür. Nun ist der Riegel gebrochen. Die Donau, die wichtigste Verkehrsader Europas, ist nun eine osmanische Autobahn.
Die osmanischen Schiffe können theoretisch ungehindert flussaufwärts segeln bis nach Buda, bis nach Pressburg, bis nach Wien. In den europäischen Höfen herrscht Schockstarre. Der Gesandte des Heiligen Römischen Reiches schreibt nach Hause, das Tor zu Europa steht offen. Und es gibt niemanden, der es schließen kann. König Ludwig von Ungarn ist blamiert. Sein Reich liegt offen da wie ein gedeckter Tisch. Doch Süleyman marschiert nicht weiter. Nicht jetzt. Der Sommer ist vorbei, der Herbstregen setzt ein, und die schweren Kanonen würden im Schlamm der pannonischen Ebene stecken bleiben. Süleyman ist geduldig. Er weiß, dass Ungarn ihm nicht weglaufen kann. Er lässt eine starke Garnison in Belgrad zurück, lässt die Mauern reparieren und kehrt triumphierend nach Konstantinopel zurück. Aber er ruht sich nicht aus. Kaum ist er im Palast angekommen, breitet er die nächste Karte aus. Er hat das Tor im Norden aufgestoßen. Aber im Süden, im Mittelmeer, gibt es noch einen Stachel im Fleisch des Osmanischen Reiches. Eine kleine Insel, kaum sichtbar auf der Weltkarte, aber ein riesiges Ärgernis. Rhodos. Dort sitzen die Johanniterritter. Dieselben Ritter, die schon seinen Großvater geärgert und Prinz Cem gefangen gehalten hatten. Sie sind Piraten mit einem Kreuz auf der Brust. Sie überfallen die osmanischen Handelsschiffe, die Pilger auf dem Weg nach Mekka und die Getreidelieferungen aus Ägypten. Süleyman weiß, solange Rhodos christlich ist, ist das östliche Mittelmeer nicht sicher. Er beschließt, das Jahr 1522 dieser Insel zu widmen. Im Sommer 1522 richtet sich der Blick der Welt auf das Mittelmeer. Süleyman hat seine Armee nicht nach Ungarn geschickt, sondern Schiffe bauen lassen. Hunderte von Galeeren, Transportern und Fregatten versammeln sich im Bosporus. Es ist die zweitgrößte Invasionsflotte, die das Osmanische Reich je gesehen hat, nur übertroffen vom Angriff auf Konstantinopel 70 Jahre zuvor. Das Ziel ist Rhodos. Die Insel ist eine Festung aus Stein, die aus dem Meer ragt. Die Johanniterritter, die dort seit 2 Jahrhunderten herrschen, haben sie in einen militärischen Albtraum für jeden Angreifer verwandelt. Sie haben die modernsten Festungsbaumeister aus Italien geholt. Die Mauern sind dick, schräg abfallend, um Kanonenkugeln abzulenken, und gespickt mit Artillerie. An der Spitze der Verteidiger steht ein Mann, der das genaue Gegenteil von Süleyman ist. Philippe de Villiers de l'Isle Adam. Der Großmeister ist fast 60 Jahre alt, ein wettergegerbter Krieger, strenggläubig und stur wie ein Esel. Er hat kaum 7000 Mann, Ritter, Söldner und lokale Griechen. Gegen ihn segelt eine Streitmacht von über 100.000 Osmanen. Ende Juni 1522 tauchen die osmanischen Segel am Horizont auf. Die Ritter wissen, dass sie allein sind. Der Papst hat kein Geld, der Kaiser hat Krieg mit Frankreich, und Venedig will den Handel mit den Osmanen nicht gefährden. Rhodos ist auf sich gestellt. Die Belagerung, die nun beginnt, ist eines der blutigsten Kapitel der Renaissance. Süleyman landet und schließt den Ring um die Stadt. Doch anders als in Belgrad funktionieren die Kanonen hier nicht so gut. Die Ritter haben Bunker gebaut und ziehen sich bei Beschuss tief in die Erde zurück. Sobald das Feuer aufhört, tauchen sie auf den Zinnen auf und schießen mit tödlicher Präzision zurück. Es wird ein Krieg der Maulwürfe. Süleyman setzt tausende Minöre ein, die Tunnel unter die Mauern graben sollen, um sie mit Schwarzpulver zu sprengen. Aber die Ritter haben eigene Experten. Der Ingenieur Gabriele Tardino hat ein geniales System entwickelt. Er spannt in den unterirdischen Gängen Trommelfelle auf. Wenn die kleinen Glöckchen an den Fällen durch die Erschütterungen der osmanischen Hacken vibrieren, weiß er genau, wo gegraben wird. Dann graben die Ritter gegen Tunnel, brechen in die osmanischen Stollen ein und liefern sich dort unten, in der Dunkelheit und Enge, grausame Kämpfe mit Messern und Fackeln. Der Sommer vergeht, der Herbst kommt. Die osmanischen Verluste sind enorm. Zehntausende sterben durch Krankheiten und bei den fast täglichen Sturmangriffen. Die Moral der Janitscharen sinkt auf den Nullpunkt. Süleyman ist frustriert.
Er entlässt seine Kommandeure, er degradiert seinen eigenen Schwager, den Großvezier, er übernimmt persönlich das Kommando. Im Dezember 1522 ist die Lage für beide Seiten kritisch. Die Osmanen sind erschöpft und frieren. Aber in der Festung sieht es schlimmer aus. Die Vorräte sind am Ende, das Pulver wird knapp und fast jeder Ritter ist verwundet. Es gibt keinen Verrat, keinen Zusammenbruch der Moral, aber eine einfache mathematische Gewissheit: die Ritter können nicht gewinnen. Sie können nur sterben. Süleyman, der den unnötigen Tod weiterer Elitesoldaten vermeiden will, macht ein Angebot. Er bietet keine bedingungslose Kapitulation, sondern einen ehrenvollen Abzug. Übergebt mir die Insel, lässt er ausrichten, und ihr dürft gehen. Mit euren Waffen, mit eurem Gold und mit eurer Ehre. Großmeister Villiers zögert. Er will kämpfen bis zum letzten Atemzug. Aber die Zivilbevölkerung der Stadt fleht ihn an, das Angebot anzunehmen. Sie wollen nicht massakriert werden wie in Negroponte. Am 20. Dezember 1522 trifft der Großmeister die schwerste Entscheidung seines Lebens. Er hisst die weiße Fahne. Der Weihnachtstag des Jahres 1522 ist ein Tag der Stille auf Rhodos. Die Kanonen schweigen. Der Großmeister Philippe de Villiers de L'Isle-Adam zieht seine schwarze Rüstung an und reitet in das osmanische Lager, um dem Sultan persönlich die Schlüssel der Stadt zu übergeben. Es ist eine Begegnung von seltener Ritterlichkeit. Süleyman empfängt den geschlagenen Feind nicht mit Hohn, sondern mit Respekt. Er lässt ihm einen Stuhl bringen, eine unerhörte Geste für einen osmanischen Sultan gegenüber einem Ungläubigen. Er tröstet den alten Mann, lobt seinen Mut und versichert ihm erneut, dass sein Abzug sicher sein wird. Später soll Süleyman zu seinem Großvezier gesagt haben: Es betrübt mich wirklich, diesen tapferen Mann in seinem Alter aus seinem Haus werfen zu müssen. Am 1. Januar 1523 verlassen die Johanniter Rhodos. Es ist ein trauriger, aber würdevoller Zug. Die Ritter ziehen in voller Rüstung, mit wehenden Fahnen und Trommelklang zum Hafen. Süleyman hält sein Wort. Kein Janitscher rührt einen Finger. Die osmanischen Soldaten stehen Spalier und salutieren vor dem Feind, der sie monatelang in Schach gehalten hat. Die Ritter segeln davon, heimatlos, bis sie Jahre später eine neue, karge Insel geschenkt bekommen, Malta. Dort werden sie Süleyman eines Tages wieder begegnen. Aber das ist eine Geschichte für später. Mit dem Fall von Rhodos ist das Sicherheitskonzept von Süleyman aufgegangen. Das östliche Mittelmeer ist nun ein osmanischer Binnensee. Die Schiffe können sicher von Konstantinopel nach Alexandria segeln, ohne Angst vor Piratenüberfällen. Das Gold aus Ägypten fließt ungehindert in die Hauptstadt. Belgrad im Norden ist gesichert. Rhodos im Süden ist gesichert. Süleyman kehrt als der strahlende Sieger nach Konstantinopel zurück. Er ist nun unantastbar. Er hat in 2 Jahren erreicht, was seine Vorfahren in Jahrzehnten nicht geschafft haben. Das Volk liebt ihn. Die Armee respektiert ihn. Europa fürchtet ihn. Doch während an den Grenzen Ruhe einkehrt, beginnt im Herzen des Palastes ein ganz anderer Kampf. Ein Kampf, der nicht mit Kanonen, sondern mit Intrigen geführt wird. Süleyman hat einen besten Freund, Pagal Ibrahim, einen griechischen Sklaven, den er zum mächtigsten Mann nach ihm gemacht hat. Und Süleyman hat eine neue Frau in seinem Harem. Eine Sklavin aus der Ukraine, mit rotem Haar und einem Lachen, das den Sultan verzaubert. Die Europäer nennen sie Roxelana. Die Osmanen nennen sie Hürrem, die Lachende. Diese Frau und dieser beste Freund werden das Schicksal des Reiches genauso stark prägen wie jeder Feldzug. Und während Süleyman sich im Palast verliert, wiegt sich König Ludwig im Norden in falscher Sicherheit. Er hat nichts aus dem Fall von Belgrad gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Kapitel sehen wir, wie Hürrem Sultan zur mächtigsten Frau der Geschichte aufsteigt und wie ein geheimer Brief den unausweichlichen Marsch nach Mohacs in Gang setzt.